Ich hatte die Gelegenheit, von Märklin ein Anfangsset 2900 zu bekommen, beziehungsweise mir zu besorgen. Wurde hier verkauft, mehr oder weniger 2 Orte weiter, sodass ich es direkt abholen konnte. Dazu gab es dann ein Ergänzungsset 5191 und die Gelegenheit habe ich natürlich genutzt, mir das Ganze hier zu besorgen und hier auch nur auf die Schnelle mal auf dem Wohnzimmertisch als kleine Tischbank aufzubauen. Ich habe dann recherchiert, dieses Set hat es wohl gegeben von 1986 bis 1988, aber in den Katalogen finde ich dann diese Abbildung, das heißt, wir haben einen anderen Kartondeckel, im oberen Bereich ist ein Klarsichtfenster eingesetzt, sodass man hier die Lokomotive und die Wagen sehen kann und im unteren Teil ist dann nur gedruckt. Der Inhalt ist exakt der gleiche, Tenderlokomotive 3087, 2 Personenwagen, 12 gebogene Gleisstücke, 5100, gerades Gleisstück, ein Anschlussgleisstück mit eingebautem Kondensator und ein Transformator, sodass man damit direkt loslegen kann, wenn man das Ding auf dem Tisch aufgebaut hat. Und hier seht ihr auf der linken Seite nochmal meinen Kartondeckel und da würde mich jetzt interessieren, wenn irgendjemand von euch was Genaueres weiß. Ich habe leider keine neuere Variante gefunden. Laut den Katalogen wurde dieses Set von 1986 bis 88 produziert. Jetzt würde mich interessieren, weiß jemand von euch, wurde einfach Ende 88 der Deckel oben ausgetauscht? Oder gab es zum späteren Zeitpunkt nochmal eine Neuauflage? Viel jünger kann das neue Set dann nicht sein, weil Anfang der 90er Jahre wurde dann auch in den Anfangssets schon auf die weißen Transformatoren umgestellt. Und hier bei mir ist ja auch immer noch der blaue drin. Deswegen, wenn jemand was weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, ob es da nochmal eine Neuauflage gab. Und das Wichtigste an dem Set sind natürlich die beiden Hauptdarsteller, die Wagen und die Lokomotiven. Die Schienen, die Schaltpulte und Travos sind natürlich immer gleich. Und so haben wir hier auf der rechten Seite unter Privatbahnwagen die 4007 Personenwagen, Inneneinrichtung, Relexkupplung, Länge 11 cm und eingerichtet für Innenbeleuchtung. Und in diesem Set sind dann 2 abgespeckte Varianten dieses Wagens davon vertreten. Und zwar fehlt außen die Beschriftung an den Wagenseiten und diese kleinen Wagen im Set haben auch keine Inneneinrichtung. Und damit sich das Ganze dann auch noch in Bewegung setzt, haben wir hier die 3087, die Tenderlokomotive, nach einer Länderbahn-Type, eine Achse angetrieben, 2 Haftreifen, Fahrgestell aus Metall, Kupplungshaken, Länge über Puffer 10,8 cm. Und die Fotos sind aus dem Katalog von 1986. Ich bin dann hingegangen, habe das kleine Set einmal im Original aufgebaut, Travo angeschlossen. Die Schienen waren ein bisschen rostig, nochmal kurz mit Schmirgelpapier drüber gegangen, die Lokomotive und die Wagen auf die Schienen gestellt und das Ganze fuhr los, als wenn es gerade gestern zum letzten Mal im Einsatz gewesen wäre. Das war dann schon mal das erste Erfolgserlebnis und jetzt haben wir ja noch die zweite Packung. Das Märklin Ergänzungsset 5191 habe ich mir im Katalog dann auch einmal rausgesucht und zwar gab es einmal die 5190, wohl mit dem gleichen Inhalt, allerdings mit Handweichen und mein Set hier ist die 5191, gleicher Inhalt, allerdings jetzt hier schon mit den elektrischen Weichen 5202. Und hier im Grunde genommen mal oben links das kleine Anfangsset von dem Gleisaufbau her. Kommen wir dann hier auf 94 x 76 cm. Und auf der rechten Seite oben seht ihr dann das Anfangsset ergänzt mit dem Ergänzungsset 5191. Und da kommen wir dann hier schon auf 1,84 m x 76 cm. Und damit wird es schon zu einer richtig kleinen Modelleisenbahn. Und beim Aufbau muss ich dann leider feststellen, dass bei der einen Weiche unten die Weichenabdeckung fehlt und auch die dazugehörige Weichenfeder. Also musste ich mal kurz nach oben in meinem Fundus durchgewühlt, habe da so einen ganzen Ersatzbeutel mit allen möglichen Varianten der Federn, die Feder kurz eingehängt und dann hat auch diese wieder funktioniert. Als nächstes habe ich mich dann hier ein bisschen selbst veräppelt. Und so haben wir ja die Weichen 5202, also brauchen wir auch die Ausgleichsbogen 5206. Diese waren jetzt allerdings in dem Set nicht dabei, sondern es waren 5100er und hier seht ihr, dass wir damit im Grunde genommen keine normale Gleisgeometrie hinbekommen. Und ich bin dann wieder nach oben gedüst, habe dann meine Schienenkiste durchwühlt und habe zum Glück noch 4 von diesen 5206er Bogen gefunden, konnte das dann ausgleichen und das Set dann ganz normal aufbauen. Im Nachhinein habe ich aber dann festgestellt, dass diese Schienen doch dabei waren, aber sie waren vom Einsortieren einfach in dieser Anfangspackung dabei, was mir natürlich nicht aufgefallen ist, wie ich den ersten Kreis zusammengesteckt habe, so dass das einfach nur nach dem Aufbauen irgendwann mal falsch in die beiden Kartons einsortiert wurde und die Schienen eigentlich alle komplett waren. Hätte mir also die ganze Sucherei da oben sparen können.
Und auch hier genau wie beim Aufbauen vom ersten Teil. Beim Aufbauen habe ich die Schienen dann ein bisschen mit Schmirgelpapier sauber gemacht. Und das Ganze fährt dann auch hier vollkommen problemlos. Und dann ist mir eingefallen, dass ich noch einen Gepäckwagen habe. Den habe ich irgendwann mal bei einer größeren Menge von Wagen mitgekauft. Konnte bis jetzt damit gar nicht wirklich was anfangen. Aber ich glaube, dieser kleine Gepäckwagen hat sozusagen auf diese Anfangspackung gewartet. Sodass jetzt mit der Anfangspackung der Gepäckwagen zu einem kompletten Zug ergänzt werden kann. Und so hat es wahrscheinlich einen Grund, dass ich diesen Gepäckwagen nie weitergegeben habe. Und so kann der Zug jetzt immerhin mit 3 kleinen Wagen seine Runden drehen. Erinnert dann so ein bisschen an die Kindheitstage, an die Anfänge bzw. an die Weihnachtsbahnen, die dann früher so fliegend aufgebaut wurden. Ich habe dann übrigens auf einen elektrischen Anschluss der Weichen hier verzichtet, weil ich wusste, spätestens zum Mittagessen muss ich den Wohnzimmertisch wieder freiräumen. Und das Ganze muss wieder abgebaut werden und in die Kisten verstaut werden. Damit die Lokomotive aber noch ein paar Runden drehen kann, habe ich sie dann mit hochgenommen und habe sie nochmal auf meine kleine Bahn hier oben gesetzt. Zu den Zügen, die ihr letzte Woche schon gesehen hattet. Hier gab es dann auch noch eine Ergänzung. Und zwar bin ich hingegangen, nachdem ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, dass diese 2. Klasse Abteilwagen ja nur pärchenweise unterwegs waren, habe den vorderen Wagen hier noch ergänzt, sodass ich jetzt auch 2 Wagen ohne dieses Bremserhaus habe und hinten 2 mit Bremserhaus, sodass das Ganze hier noch viel vorbildgerechter über die Anlage fahren kann. Und das war es dann hier mit meiner kleinen Anfangspackung 2900 in der Ergänzungspackung bzw. der kleinen Tischbahn. Wenn ihr mehr über diese Kartonvariante wisst, die ich hier habe, dann wäre es schön, wenn ihr mir es mitteilen würdet und in die Kommentare schreibt. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.